Veganismus ist eine gute Sache, wären dann nur nicht jene, die ihn repräsentieren, oder? Mich stört an Veganern das militante Auftreten. Die wollen sich doch nur besser fühlen als andere. Dieses Überlegenheits- und Erwecktheitsgefühl stößt mich eher ab. Okay. Ich grüße euch. Tierrechtler, die vor Mastanlagen protestieren, Studierende, die Lesegruppen zum Veganismus bilden, Influencerinnen, die sich für glänzende Haut vegan ernähren, Unternehmer, die Tempeh oder Kohlkleider produzieren, Aktivistinnen, die sich mit Laptops in der Stadt aufstellen und schweigend Aufnahmen aus der Tierhaltung zeigen, Sportler, die ihre Kraft aus Pflanzen ziehen, politisch Engagierte, die vegane Parteien gründen, Philosophiestudierte, die schlaue oder nicht so schlaue YouTube-Videos produzieren. Was vereint diese Menschen? Der Veganismus. Die vegane Bewegung ist mittlerweile so verschieden, dass es angemessen ist, zu differenzieren. Ich unterscheide 3 relevante Formen der veganen Bewegung bzw. des Veganismus. Legen wir los. Nummer 1. Aggressiver Veganismus. Der aggressive Veganismus stellt der Brutalität der Tiernutzung die Brutalität der Aufklärung gegenüber. In Innenstädten Bilder aus der Massentierhaltung zeigen, Shoah-Vergleiche verwenden, Konsumierende als Mörder betiteln. Der aggressive Veganismus setzt auf Konfrontation. Dabei sind ihm alle Mittel recht, die Aufmerksamkeit erzeugen. Kunstblut, Sexismus, Anklage, Brüllen. Der aggressive Veganismus hofft so, die Leute wachzurütteln und sie emotional zu erreichen. Die Erfahrung zeigt, dass der aggressive Veganismus zwar eine Person erreicht, aber 9 Personen vergrault. Die Menschen wollen nicht hören, was in der Tierhaltung passiert, zumal der aggressive Veganismus die Macht der Konsumierenden überbewertet und unterkomplex ist. Der Vorteil des aggressiven Veganismus ist seine Wut. Diese Wut schlägt jedoch schnell in Hass um. Wut und Hass sind nicht identisch. Aber Wut ist nicht dasselbe wie Hass. Hass will Zerstörung, Wut will Veränderung. Hass ist destruktiv, Wut ist produktiv. Wut und Aggression können positiv sein, wenn jemand meine Identität in Frage stellt, wenn mich jemand angreift, wenn ich Ungerechtigkeiten an anderen erlebe, dann ist es geradezu eine Pflicht, wütend und aggressiv zu sein. Diese Wut und Aggressivität kommt bei vielen Menschen allerdings nicht gut an. Der zweite Typ des Veganismus hat daraus gelernt und versucht es mit einer anderen Strategie. Der pragmatische Veganismus setzt auf Fakten und Sympathie. Er verzichtet auf Anklagen und Moralisierung. Er zeigt Entgegenkommen und Verständnis. Die Menschen sollen nicht überfordert werden, weshalb der Zugang zum Veganismus hauptsächlich über die Ernährung erfolgt. Kleidung, Zoos, Zirkusse, Jagd oder die Heimtierhaltung können immer noch folgen, wenn die Menschen den ersten Schritt gemacht haben. Um eine vegane Welt zu erreichen, setzt der pragmatische Veganismus auch auf andere Gründe als Tierethik. Artenschutz, Gesundheit, Klima, Umwelt. Es ist nicht wichtig, warum die Menschen anders konsumieren, es ist wichtig, dass die Menschen anders konsumieren. Als Ansatz der Veränderung gilt das konsumierende Individuum. Wirtschaftliche und politische Strukturen und Prozesse blendet der pragmatische Veganismus zwar nicht aus, aber er weist ihnen eine untergeordnete Stellung zu. Ausgehen soll die Veränderung nicht von VeganerInnen, sondern von FlexitarierInnen. Es ist besser, wenn 5 Personen ihren Fleischkonsum um 50% reduzieren, als wenn eine Person ihren Fleischkonsum zu 100% aufgibt. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, unterstützt der pragmatische Veganismus technische und chemische Entwicklungen wie In-vitro-Fleisch oder Erbsenproteine. Der pragmatische Veganismus hat den Vorteil, dass er anschlussfähig und zugänglich ist. Sein Nachteil besteht darin, dass er das Politische ins Private verlegt, zu sehr auf technologische Neuerungen setzt und den Veganismus entkernt. Nummer 3. Der emanzipatorische Veganismus. Der emanzipatorische Veganismus ist die Lehre von der Befreiung der Tiere aus der menschlichen Unterdrückung zum Wohle von Tieren, Menschen und Natur. Ziel des emanzipatorischen Veganismus ist die Überwindung der Ideologien des Karnismus, des Speziesismus und des Tierkonsums. Der emanzipatorische Veganismus gründet in der Tierethik und versteht sich ganzheitlich. Er reduziert den Veganismus nicht auf eine Ernährungsweise und sucht den Schulterschluss zu Antisexismus, Antirassismus, Klima- bzw. Umweltbewegung und Kapitalismuskritik.
Der emanzipatorische Veganismus ist nicht so zugänglich wie der pragmatische Veganismus, denn die Menschen probieren lieber vegane Bolognese als eine 300-Seiten-Abhandlung über Pathozentrismus, Tugendethik oder Utilitarismus zu lesen. Der große Vorteil des emanzipatorischen Veganismus liegt in seinem ganzheitlichen Ansatz und seiner theoretischen Verankerung. Das ist gleichzeitig sein Nachteil, insofern der theoretische Bezug bisweilen elitär, intellektuell und weltfremd wirkt. Ebenso erschließt sich vielen Menschen nicht sofort der Zusammenhang zwischen Antirassismus, Feminismus, Kapitalismuskritik und Veganismus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welchem Typ Veganismus ihr angehört und was ihr von dieser Unterscheidung haltet. So oder so, ich stelle folgende Fragen an die vegane Bewegung. Wie glaubwürdig vertreten wir den Veganismus? Sollten wir den Menschen wirklich erzählen, dass sie mit Veganismus am Arbeitsplatz die Welt retten können oder dass eine vegane Ernährung am gesündesten ist? Wie nachhaltig verankern wir den Veganismus? Ist der Fokus auf die Ernährung effizient und führen kleine Schritte wirklich zum Ziel Veganismus? Wenn wir den Menschen erzählen, dass Reduktion gut ist und kleine Schritte ausreichen, fühlen sie sich dadurch alleine nicht schon besser und bleiben stehen? Vielleicht wollen die Menschen gar nicht auf den Mount Everest, sondern ihnen reicht der Ausblick von der Zugspitze oder vom Fichtelberg. Welchen Ansatzpunkt wählen wir? Das Individuum, die Wirtschaft, die Politik? Wer trägt Schuld und Verantwortung? Wen adressieren wir? Und wie adressieren wir die Person? Gemäßigt und sachlich oder angreifend und verurteilend? Die 3 Varianten sind Idealtypen, das heißt, sie kommen nicht rein vor, sondern sind in Personen, Gruppen und Institutionen gemischt. Die dargelegten Varianten erlauben es, der veganen Wirklichkeit gerecht zu werden. Die Grabenkämpfe sind da und sowohl die vegane Bewegung als auch die Öffentlichkeit ringen um den Begriff des Veganismus. Die Einteilung erlaubt es, sprachlich genau zu sein und nicht verschiedene Ideen und Vorstellungen zwanghaft unter einem Begriff zu fassen. Es gibt nicht den Veganismus, sondern wir verhandeln immer auch darüber, was der Veganismus ist und was der Veganismus sein soll. Das ändert aber nichts daran, dass das Wort vegan als politischer Begriff und als Orientierung nötig ist. Mein Vorschlag ist folgender. Nutzen wir die Wut des Aggressiven, die Zugänglichkeit des Pragmatischen und die Ganzheitlichkeit des emanzipatorischen Veganismus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bleibt kämpferisch entschlossen und denkt daran, dass wir den Tierkonsum überwinden müssen.